Ich geh zum Millantor, weil ich sehen will, wie ein Fußballspiel aussieht, wenn es von einer Theatergruppe im Endstadium der Selbstüberhöhung aufgeführt wird. Die Spieler wirkten, als hätten sie statt Sprinttraining eine zweistündige Gruppentherapie über toxische Geschwindigkeiten hinter sich. Jeder Pass ist ein Hilfeschrei. Jeder Pass ist ein Hilfeschrei, jede Flanke eine Entschuldigung. Und jeder Torschuss ein Unfall mit anschließender Traumabearbeitung. Hey! St. Pauli schießt kein Tor, hey! Dafür belehrt der Block im Chor. Wir steigen ab, doch CO2-arm. Moral vom Spiel, danach Alarm. Ey, St. Pauli, Weltverbesserer. Mit 0 Punkte Konto, aber Messlatte immer höher. Hey! St. Pauli schießt kein Tor, doch druckt dafür nen Kodex davor. Auf dem Platz bewegt sich St. Pauli mit der Eleganz eines schlecht gehüllten Einkaufswagens. Links ziehend, unkontrollierbar und völlig überrascht, dass am Ende eine Wand kommt. Der Ball liegt da, bittet in Ali zu irgendeinem Ballgott, dass er bitte nicht zu einem St. Pauli-Stürmer rollen möge. Das wäre nämlich die sportliche Entsprechung eines kalten Duschbads in der Hölle des Unvermögens. Und wenn's doch passiert, dann entschuldigt sich der Stürmer beim Torwart. Sorry, ich wollte gar nicht gefährlich werden. Hey! St. Pauli schießt kein Tor, hey! Doch hält den Gegnern Seminare vor. Ho, ho. Wir rutschen tiefer als die Nordsee fließt, ho, ho. Doch feiern's, weil's die Haltung genießt. Ey, St. Pauli, Tragik pur. Der Club, der selbst im Sieg die Schuld sucht nur. Hey! St. Pauli schießt kein Tor, doch schreibt dafür nen Essay davor. Hier wird jeder Fehler nicht korrigiert, sondern erstmal seziert in PowerPoint-Folien versteckt und anschließend im moralischen Marihuana vernebelt. Die Fans feiern das 0:3 wie die Offenbarung einer besseren Welt. Tore sind Gewalt, Mann. Wir sind Garriga. Ja, ihr seid darüber. Bei Garriga. So weit darüber, dass ihr nicht mal mehr erkennt, dass ihr eigentlich unter der Tabelle hängt. Die Mannschaft? Sie spielt wie ein Grafikfehler im FIFA-Menü. Die Fans, sie feiern wie Sektenmitglieder. Hey! FC Zecke schießt kein Tor, hey! Doch die Moral brüllt immer vor. Ho, ho! Wir gehen unter stilvoll klar, ho, ho! Wie ein sinkendes Schiff mit Lichterbar. Ey, St. Pauli, Tragödien pro, das einzige Team, das beim Verlieren strahlt. Hey! St. Pauli schießt kein Tor, doch dafür immer die größten Reden. Der letzte Außenposten einer alternativen Dimension, in der Tore als gefährliche Verschwörung gegen die eigene Identität gelten. Ergebnis? Ein Mythos. St. Pauli ist der Endgegner aller sportlichen Ambitionen. Ein Verein, der den Begriff Erfolg mit einer mittelgroßen Apokalypse verwechselt. Ein Pass gelingt, Unfall! ein Schuss aufs Tor, Zustand. ein Treffer. St. Pauli interner Notfallalarm, Stufe philosophischer Kollaps. Hier ist Fußball nicht Spiel, sondern metaphysische Prüfung. Eine sakrale Trauermesse für verpasste Chancen, bei der man irgendwann vergisst, dass Spielen mal der Sinn der Sache war. Hey! St. Pauli schießt kein Tor, hey! Und feiert's als Erlösung davor. Ho, ho, ho! Wichtelsten Kiefer als Tränen fließen. Ho, ho, ho! Doch predigen weiter auf Schein, heiligen Wiesen. Pult bis zum Crash, moralischer Schluck. Hey! Der Zecken-FC schießt kein Tor, doch erklärt ihr dafür die Welt von davor. Der Ball rollt, er zittert, er spürt die Vibes. Er weiß, wenn er zu einem St. Pauli-Spieler kommt, ist seine Karriere vorbei. Die Spieler führen den Ball wie eine brennende Verantwortung, die sie nie gewollt haben. Ein Dribbling, Ein Akt existenzieller Überforderung. eine Flanke, Ein kosmisches Missverständnis. ein Tor. Ein metaphysischer Fehler mit anschließender Trauerfeier. Der Gegner weiß, dass er spürt, dass er spielt 20% Tempo und gewinnt trotzdem 4:0, weil St. Pauli kollektiv beschließt, dass Pressing eine Form struktureller Ungerechtigkeit ist. Die Fans stehen da in brennender Treue und feiern das totale Desaster mit der Inbrunst eines Kultes, der längst beschlossen hat, dass Hoffnung nur etwas für Tabellenplätze ist, die man nie besuchen wird. Hey!
St. Pauli schießt kein Tor, doch bringt ein Manifest hervor. Wir taumeln tiefer als Gründe reichen und feiern das Scheitern mit teuflischen Zeichen. Ey, St. Pauli, hoffnungslos, du schaffst den Absturz ästhetisch famos. Ey, St. Pauli schießt kein Tor, doch veröffentlicht nen Leitfaden davor.